So, ein neuer Tag. Die Straße ist wieder sauber. Die wurde gestern Nacht noch irgendwie sauber gemacht. Gewaschen. Oh, gewaschen, ja, ich habe es ja im Video gezeigt. Und heute geht's los. Weiter raus aus Istanbul. Und da werden wir dann ein bisschen mit dem Schiff fahren, ein bisschen gucken, was da so los ist. Und jetzt sind wir erstmal auf dem Weg zum Meydan hier in Bakırköy. Von dort aus geht's mit was? Mit Metro, gell? Marmaray. Mit Marmaray rüber nach Eminönü und dann mit dem Schiff weiter. Und das dauert dann Also so Zug. 2 Stunden oder so, keine Ahnung, wie lange das Schiff braucht. Wir fahren fast bis ans Schwarze Meer. Also langer Tag wahrscheinlich. Gitmekte olan bir sonraki tren 1. perona varmaktadır. 10 vagonlu tren. Trenimiz peron sonunda duracaktır. Sayın yolcularımız, lütfen inen yolculara öncelik veriniz. The next train service to Halkalı is arriving at platform 1. 10 Genau. Cars train. Genau, aber mit dem fahren wir nicht. Wir nehmen einen anderen, Richtung andere Seite jedenfalls, und fahren runter an den Eingang zum Goldenen Horn. Das ist unser Gebze. Der kommt jetzt auch gleich. Unsere Istanbul-Card war kaputt und wir mussten eine neue kaufen. Es geht alles relativ einfach, kostet 50 Lira, kann man nochmal 50 Lira vollladen, die allerdings relativ schnell leer sind und unser Zug kommt. The next train service to priority to landing passengers. Etwas voll, glaube ich. Ne? Mal gucken, wie viel. Da, Ticket Office. Vielleicht kriegt man da was gewechselt, getauscht. Ich frage Willkommen in der Mitte von Istanbul. Wir sind jetzt hier so richtig mittendrin. Hört man wahrscheinlich auch. Also wir sind am Goldenen Horn, sind eben am Bahnhof ausgestiegen und ewige Treppen hochgefahren, also Rolltreppen. Die Station Cirkeci ist ziemlich weit unten, weil die nächste Station ist auf der asiatischen Seite. Und ja, genau. So, jetzt gehen wir mal ans Wasser. Da geht's hoch. So, da drüben ist die Brücke zu sehen über den Bosporus. Da sind wir, glaube ich, auch schon drüber gefahren. Glaube ich. Da drüben ist Galata und Galata-Turm. Und hier entsprechend die Brücke dazu. Da stehen die ganzen Leute mit den Angeln. Da ist die Galata-Brücke zu sehen, der Galata-Turm. Das ist der Eingang zum Goldenen Horn. Da hinten, hinter der Brücke, da geht es dann weiter zum Schwarzen Meer. Aber das dauert. Da in die Richtung wollen wir mit dem Schiff fahren. Müssen wir jetzt gucken, wo es das gibt. Es ist halt jetzt im Übrigen auch Herbst.
Es ist ein bisschen zugig, ein bisschen kühl. Ja. Und hier überall die Angler. Herzlich willkommen zur City Tour mit Sherife. Du machst jetzt die Stadtführung. Wir sind jetzt hier auf dem Schiff eingestiegen und fahren nach Sarrié. Das ist 1,5 Stunden etwa. Und es geht hier los bei der Galata-Brücke. Und 12:15 Uhr soll es losgehen. 12:16 Uhr geht es los. Das ist auf, trotz Schiff ist es auf jeden Fall pünktlicher als die Deutsche Bahn. Soweit ist das schon mal. Sherife macht jetzt keine Stadtführung. Mache ich die halt. Also, wir sind jetzt hier losgefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt hier auch geführte Touren, wobei die geführten Touren den gleichen Weg fahren, aber mehrfach teurer sind. Gut, da kriegt man natürlich was erzählt, aber das mache ich jetzt auch. Also da oben auf dem Hügel ist der Palast zu sehen, Dolmabahce. Nicht Dolmabahce. Sherife weiß auch, uns fällt es gerade nicht ein. Das ist auf jeden Fall der Palast, wo der Sultan gewohnt hat. Sag mal, sowas jetzt aber auch. Naja, auf jeden Fall da oben hat der Sultan gewohnt und da ist auch der Harem, der berüchtigte. Das haben wir uns vor ein paar Jahren schon angeguckt, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr. Und wir fahren jetzt aus dem Goldenen Horn raus auf den Bosporus, da drüben. Auf der anderen Seite ist dann zu sehen die asiatische Seite. Da stehen auch das ein oder andere Kreuzfahrtschiff rum. Seegang ist scheinbar ganz gut, aber wir sind ja mit einem großen Schiff unterwegs. Und mit diesen Wassertaxis kann man natürlich hier fahren von einer Ecke zur anderen. Wir können da auch rüberfahren auf die andere Seite. Gekostet hat die Fahrt mit der Marmara jetzt, es ist etwas teurer, 15 Lira pro Person. Und jetzt hier mit dem Schiff haben wir knapp 7 Lira bezahlt. Und zwar von hier Eminönü bis nach Sarrié. Und wie gesagt, 1,5 Stunden Fahrt für 7 Lira. Das ist Schnäppchenpreis. Und ich meine, dass wir hätten, als wir das letzte Mal da waren, rund 10, 15 Euro für eine geführte Tour bezahlen müssen. Das kann man sich im Grunde sparen, wenn man sich einen Reiseführer schnappt. Und also als Buch und dann guckt man sich das an und dann ist das billiger. Wir waren ja auch auf den Inseln, auf den Prinzeninseln. Auch dahin ist es wesentlich günstiger zu fahren. Die sieht man im Übrigen da hinten gerade, glaube ich. Ich reiche mal eben kurz nach. Das da oben, wo der Sultan gewohnt hat, ist natürlich Topkapi. Also der Topkapi-Palast mit dem Harem und so weiter. Das ist hier auf dem Berg gelegen. Von dort aus hat man auch eine sehr schöne Aussicht auf so Istanbul, der östliche Teil da drüben, also der asiatische Teil und auch auf den anderen Teil. Den zeige ich dann gleich nochmal, muss ich allerdings rausgehen. Herzlich willkommen bei der kleinen Kreuzfahrt. Dieses Pier haben sie auch alles neu gemacht, da waren wir noch nicht. Das werden wir uns die Tage mal angucken müssen.
Und da vorne kommt jetzt Dolmabahce Palast. Da hat dann auch Atatürk gewohnt. Ich glaube, da ist er auch gestorben. Das hatten wir auch schon besichtigt gehabt. Auf jeden Fall ist es hier ganz schön windig. Da sieht man jetzt den Eingang vom Dolmabahce Palast mit dem Uhrenturm. Und hinter der Moschee ist das Stadion von Beşiktaş. Das ist da so im kleinen Kessel drin. Das sehen wir jetzt auch gleich mal. Da geht es jetzt entlang auf dem Bosporus unter der Brücke durch. Ich glaube, da müssen wir nochmal unter der Brücke durch. Das ist die erste Brücke. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal gefahren sind. Und da jetzt der Dolmabahce. Also ihr seht auch ohne Führung, ohne Tour mit einem Stadtführer in der Hand. Da kann man sich das hier auch alles für wenig Geld angucken. Das ist auf jeden Fall besser als eine geführte Tour. Wie gesagt, mit diesem Schiff hier kann man fast bis ans Schwarze Meer fahren, fast hinten raus. Sarı ist, glaube ich, der Endpunkt und da steigen wir dann auch aus. Kommen wir jetzt am Çırağan-Palast sozusagen vorbei. Da ist ein Hotel heute drin von Kempinski. Ich glaube, da hat damals Mesut Özil geheiratet, in dem Nobelschuppen. Aber alles natürlich historische Gebäude. Das hier im Übrigen das Technische Gymnasium. Da war ich auch mal drauf, nur in Deutschland. Unseres war nicht so schön. Galatasaray Universität nebendran. Da hat man in den letzten Jahren sehr schön wieder alles neu gemacht. Das sieht jetzt alles sehr schön aus. So, hier kommt die Büyük Mecidiye Moschee. Auch schön gelegen hier am Wasser. Da halten dann auch die Shuttle-Schiffe. So, und da fahren wir gleich an der ersten Brücke drunten durch. Hier überall kann man natürlich sitzen und essen und trinken und überhaupt. Ihr seht, es ist ja schon relativ voll, auch wenn es kalt ist draußen, also kühl. Wir kommen jetzt am Rumeli Saray vorbei.
Das ist eine Festungsanlage, die 1492 oder irgendwann so in der Ecke gebaut wurde, innerhalb von 4 Monaten. Wurde von dem damaligen Sultan gebaut, der Istanbul dann einnehmen wollte, und diese Festungsanlage diente dann zur Vorbereitung dieser ganzen Aktion, und das hat ja dann auch geklappt. Es ist hier die engste Stelle am Bosporus, lediglich 700 Meter breit, und ja, da sieht man gleich die Festungsanlage noch mal mehr, und oben sieht man dann auch die Brücke über den Bosporus. Über die sind wir aber auf jeden Fall schon mal gefahren, und im Moment ist da auch Stau. Ihr könnt euch auch gerne mal unser 3D 360-Grad-Video angucken, wie wir über diese Brücke gefahren sind. Die ist auf unserem Kanal zu finden. Ja, und scheinbar sind hier auch Renovierungsarbeiten zu sehen, zu machen, die Renovierung. Ja. Wie gesagt, 1492 ist natürlich 1452. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die Türken mögen es verzeihen, die kennen diese Jahreszahl wahrscheinlich auswendig. Ich aber nicht. Man denkt, innerhalb von 4 Monaten gebaut das Ganze. Zur Vorbereitung des Angriffs auf Istanbul. Leider ist dieser Tour-Schiffchen vor, aber jetzt sieht man es, glaube ich. Da kommt jetzt ein Haus raus. Das kann man auch noch kaufen. Ist ein bisschen renovierungsbedürftig, und die Lage ist jetzt unter der Brücke jetzt auch nicht ganz so gut. Wer als Autofahrer mal einen Müll runterschmeißt, hast du es auf dem Dach. Aber ansonsten ein sehr schönes Haus. Wenn man das nötige Kleingeld hat, um es zu renovieren. Hier am Ufer wird gefischt. Da steht einer neben dem anderen. Und das geht hier jetzt mehrere 100 Meter so lang. Ich denke mal, es gibt keinen Fisch mehr im Restaurant. Alles weg. Spaß. Aber die ganze Ecke entlang hier. Überall Fischer. Hier sind Fischerboote zu sehen, und die Fischerboote haben, vielleicht sieht man das auch im Video, haben Netze ausgeworfen, und oben auf den Netzen drauf, so Schwimmnetze, ist dann die Warnhinweis oder der Warnhinweis für unser Schiff, dass wir da jetzt nicht unbedingt durchsausen dürfen. Also fahren wir jetzt außen rum, und die Fischer fischen weiter. Mich wundert sowieso, dass man hier überhaupt Fische fischen kann. Bei dem ganzen Schiffsverkehr, der hier herrscht, dass die da nicht abhauen. Aber gut, es scheint ja zu funktionieren. Wir sind jetzt in Sakai angekommen und werden jetzt mal gleich auch von Bekannten abgeholt. Hier im Übrigen die 3. Istanbul-Brücke, und hinter der Brücke ist das Schwarze Meer zu sehen. Über diese 3. Istanbul-Brücke sind wir ja schon des Öfteren jetzt drüber gefahren, habt ihr auch schon gesehen in Videos. Ihr seht, die Wolken hängen tief,
Die Spitze der Brücke ist nicht zu sehen und hier wird überall gefischt. Aber sowas von überall. Wir waren doch noch nicht ganz da, aber jetzt sind wir gleich da. Hinten ist nochmal die Brücke zu sehen, im Vordergrund Scherife. Es ist so schön, sagt sie. Und hier sind die großen Schiffe, die durch den Bosporus eiern. Da ist die Brücke. Überall wird gefischt. Ist das die Brücke jetzt wieder? Das ist die dritte Brücke. Vorhin sind wir dann, haben wir den ja auch gesehen. Wir sind von da hinten gekommen. Da. Uns regnet ein bisschen. Und das ist jetzt Sarıyer İskelesi. Sarıyer. Was? Sarıyer. Sarıyer. Na gut. Tsch. Hätt's mich doch fast umgehauen hier. Wir waren jetzt den ganzen Abend bei Freunden und sind nicht mehr auf dem Weg zurückgekommen im Schiff, sodass wir die Lichter nicht mehr bei Dunkeln sehen und wir haben es nur mal aus der Entfernung gesehen. Es war sehr schön, aber wir werden es vielleicht irgendwann noch mal machen. Und jetzt geht es mit dem Zug, mit der Metro einmal hier durch Istanbul durch. Nachts um 10:30, 11. Der Zug ist leer. Da sind nur ein paar Leute drin. Und wir fahren jetzt zurück nach Bakırköy. Für heute war es.